In der letzten Folge von Deadly Premonition. Wow, gar nicht gruselig. Und nun geht es weiter. Servus und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition. Willkommen im Wahnsinn, Director's Court. In der letzten Folge sind wir jetzt endlich in der Stadt angekommen, haben Chuck Norris, den Texas Ranger Police Officer of the Doom, kennengelernt und sind jetzt im Hotel, endlich im Hotel. Die Nacht war ganz normal, also so wie jede Nacht bei uns eigentlich. Also wir sind fast von irgendwelchen Axtmördern umgebracht worden, mussten mit Geistern kämpfen, aber sonst, also im Prinzip war es wie immer. Hey, kann ich wieder neue Klamotten anziehen? Ich kann mich umziehen, ist das wahr? Dieses Spiel hat immer mehr Feature, die mir gefallen. Anzug Arbeitstier. Der Internet tut gut, sieht fast wie neu aus. Überhaupt keine Probleme, aber das sieht auch mega scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Ich finde den normalen eigentlich schon noch am besten. Was machen wir bei dem? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Was kann ich hier machen? Schlafen. Brauche ich ja nicht. Kann ich speichern? Das machen wir gleich mal. Hallo? Ich möchte speichern. Bitte ruf Sie mich nicht wieder an. Schickes Hotelzimmer übrigens, also. Man muss ja gar nicht mal schlecht verdienen als FBI-Agent. Sexy. Frisches Badezimmer? Ich hab sogar ein eigene Küche. Ist das fancy? Ich kann mich rasieren. Ist das geil. Ach schade, jetzt habe ich gedacht, vielleicht kann ich mir irgendwie so eine Gesichtsbehaarung zulegen. Ja. Schön hast du dich rasiert. Zulage für Rasuren. Eine Dusche kann uns helfen, unsere Gedanken zu ordnen, Zack. Ja, Zack. Hör auf mit dir selbst zu reden, das nervt mich. Das nervt mich am meisten. Was haben wir denn da? Oh, im Bad gibt's sogar eine Toilette. Toilettenbonus. Alter, was für... Ich will raus. Die Stirn ist ein wenig hakelig. Kann aber nur sein, dass es nur bei mir ist. Ich bin so ein kleiner hakeliger Typ, du. Ein wenig hakelig bin ich. Alter, da sind Bilder. Ach, Bilder von Kartoffeln. Die hänge ich mir auch gerne in mein Zimmer. Kartoffelbilder. Das sind meine Lieblingsbilder. Muss ich jetzt da raus oder da raus? Wo geht's denn hier raus? Diese Tür ist nicht verschlossen. Ja, da wäre ich jetzt nicht selber drauf gekommen. Das war wahrscheinlich der Balkon, oder? Ja, wahrscheinlich aus dem Balkon. Nicht stören? Ja, dann stören wir dich. Alter, das ist ein riesen Hotel für so eine kleine... Mit was für Bildern? Anstößige Bilder. Aber ganz schön großes Hotel für so ein kleines Dorf eigentlich. Was haben wir da? Fotos von Prominenten, die in diesem Hotel wohnten. Vom Präsidenten bis zu Rockstars. Sieh mal, ist das nicht dein Lieblingstrickfilmregisseur? Du bist sicher stolz darauf, in diesem Hotel zu wohnen. Ja, vielleicht. Hier kann ich wieder speichern, oder? Okay. Was haben wir denn da? Wir könnten was zu naschen. Snacks. Was kann ich mir da jetzt kaufen? Einen Lutscher. Alter. Lutscher für 24,95. Seid ihr noch ganz bei Trost? Wer macht diese Preise? Möchtest du das kaufen? Nein. Alter. $24 für einen Lutscher. Wo sind wir denn hier? Hey. Für einen Lutscher. Kann ich den ganzen Lutscher Packen kaufen? Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Lüftig. Ist okay, gruselige alte Oma. Polly Oxford, Hotelbesitzerin. Ach, eine alte, schrullige Oma. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then.
Thank you, Polly. I'm starving. Is everything all right, Mr. Morgan? Ja, du, alles klar. Alles Yes. super. It's delicious, It's Polly. great. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. Deswegen mussten wir What's uns that? auf diesen riesigen Tisch setzen. The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. Nein, Now das- tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Alter, red nicht auf, mit sich selbst reden. Ja, gute Idee. Say, Polly, what can you tell me about this town? Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous too. Clock? Oh yes, it's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? Was ist uns mit den Yes, Geschäften hier? actually, Polly. Could you tell me about the shops around here? Shops? Well, there aren't many. It is a small town, after all. You can do most of your shopping at the Milk Barn convenience store. The couple who run it are a unique pair. I'm sure you'll get to like them. The A&G Diner is a great place to eat. They might be open even if my kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Sweary 65. I don't care much for either of them. Bars are for the younger Galaxy folk. of We also have a Terror. gas stand, of course, the art gallery, and even a gunsmith. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though, I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. Riesiger Tisch, Mann, was geht? So, ist der Kaffee gut? Wir werden es gleich sehen.
Erstmal können wir wieder aus der Milch lesen, was unsere Zukunft für uns bereithält. Das macht jetzt nicht wirklich interessiert schauen. Was sagt uns der Did you see Kaffee? that, Zach? Was? Clear as a crisp spring morning. F.K. Bitte was? The coffee. I knew I could count on it. Never fails. Bitte was? Was? Now let's get going. Du hast echt Probleme, Jörg. Also, das ist richtig großes Problem. Hui. Aktenauszeichnung. Das ist schon ein Riesenhotel, also so viele Gäste werden die auch nicht gehabt haben. Wegen unrealistisch, oder nicht? So viele Gäste hat kein Mensch. So groß ist nicht mal das Hilton wahrscheinlich. Was haben wir hier? Kann ich ein paar Kaffee mitnehmen? Ich war jetzt gerade da und habe mich nicht hingesetzt zum Kaffee trinken. Ich kann nur im Sitzen Kaffee trinken. Unerwarteter Ecker steht. There's always trouble heading my way in this job. But I'm always up for a little excitement, too. Nein, ich will es noch nicht nochmal. Der Alte, der liegt im Kaffee, Mann. Ich spiele einen Wahnsinnigen. Tut mir leid. Was ist hier? Ich sollte lieber nicht da rein. Nicht. Da ist keiner reingegangen. Schauen wir mal in die City rein. Ich will unbedingt in den Galaxy of Terror, das ist mein Lieblingsclub. Da gehe ich auch mal mit meinen Kollegen hin. Hier Zeitung. Auf der Speisekarte stehen teuer klingende Gerichte, die mich aber nicht reizen. Ich ziehe Junkfood und Kaffee vor, nicht wahr, Zack? Hör mit dir selbst zu reden. Das stört mich extrem. Oh, eine Bar. Wir können uns auch hier betrinken, Zack. Was heißt das von Zack? Na, Zack? Nervt's? Kaffee mit Milch. Ja, oder mit? Immer guten Kaffee dabei zu haben mit Milch. Den werde ich mir morgen früh auch gönnen. Ein Kaffee mit Milch. Da hinten läuft ein Fernseher. Party, hey Party, was geht ab? Wie wird das Wetter? Heute ist ein schöner, klarer Tag. Ideal zum Spazierengehen. Ich habe eine Wetterprüfzulage bekommen. Ich würde gerne erstmal alles mir anschauen. History of Greenville Industry, okay. Man weiß ja nie, was einen hier so alles noch erwartet. Okay, hier sind schöne, lustige Dinge drin. Dieses Exponat mit mir wird ja richtig nostalgisch zumute. Okay, was haben wir hier? Alte Werkzeuge, die früher in Sägewerken benutzt werden. Ich weiß allerdings nichts, wozu die Werkzeuge liegen. Okay. Da ist noch ein Orden. Ein Orden für mich. Denn da Hirschkühe werden also nicht geschossen. Damit gebührt eben eine besondere Aufmerksamkeit. Das wird was? Ich denke, das gehen wir mal runter. Eigentlich habe ich ja voll viel Geld, aber wenn ich jetzt sehe, dass ein Lutscher $24 kostet, dann muss ich mir echt überlegen. Oh, Polly. Polly. Oh, hi. Was geht ab? Falls du etwas brauchst, kannst du mich an der Rezeption finden. Ich verkaufe jeden Tag Waren an meine Gäste. Ich habe zwar nicht viele, aber sie könnten nützlich sein. Ganz schön geschäftstüchtig, was? Ja, sicher. Kaffee ist im Frühstück eingeschlossen. Keine Sorge, der Service ist hier so gut wie in jedem Großstadthotel. Prima, ich danke dir. Oh, also dann, wolltest du etwas? Was hast du denn im Angebot? Schön, einen Augenblick bitte. Was hat sie denn? Kaffee. Kaffee ist im Ding schon drin, aber sie kauft es nur 6,50 €. Okay, Zigaretten. Starke Zigaretten. Rothändel. Die guten Rothändel-Zigaretten. Zuckerter Donut. Ein Cheddar-Käse. Ein Köder. Ja. Ich kann Angebote kaufen. 125 €. Ich würde schon gerne Angebote kaufen, aber weiß ja nicht, für was man die mal braucht. Aber ich denke, das können wir nachher immer noch machen. Das
muss ja jetzt nicht gleich alles auf einmal sein. Was mich jetzt nur... Da hinten ist noch eine Tür. Ja, die Treppe langsam hoch. Da könnte ja noch irgendwo so ein Orden oder sowas vielleicht noch sein. Man muss ja auch alle Möglichkeiten ausschöpfen, nicht wahr? Das ist... Alter, da verläuft dich ja wie... Ich weiß nicht mehr, wo mein Zimmer ist. Also ich glaube, das ist gerade eben war mein Zimmer, oder? Ich habe keine... Hast du was vergessen? Was hast du vergessen? Alter. Hier ist die Uhr, von der die Alte erzählt hat. Die ich mir nicht angucken kann. Vielleicht ist noch eine andere, hat sich vielleicht draußen gemeint. Gehen wir mal raus. Ciao, Pauli. Einen schönen Abend noch. Tag 1 der Ermittlung abgeschlossen. 52 Minuten gebraucht. Zahl der Tage insgesamt 1. Besiegt Gegner 34. Immer noch. Fortsetzung insgesamt 1. Yo, Flow, let's go. Und geht natürlich Geld. Weil ich gearbeitet habe. 1491. Speichern. Ja, Speichern. Schwarzbarsch. Der Kriegler beliebte Fisch steht den Hungergurt. Den frisst er auch roh. Der angelt den und dann isst er den einfach so roh. Kennt man ja. FBI-Agenten machen das so. In New York sowieso. In New York und Washington essen die meisten Leute rohen Fisch. Mit Haut und Haaren. Ja, Fische haben Haare. Und andere Dinge. A police car. Die Morgen ist auch so geil. Unser Büro ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Okay. Kommen Sie nicht zu spät, Sheriff George Woodman, a.k.a. Chuck Norris. So we have King George to thank for preparing a car for me. A pleasant surprise, eh, Zach? Let's take it for a spin. Machen wir mal eine kleine Spritze, oder was? I have to tell you, Zach, this place simply amazes me. The keys were left on the front hood, and nobody stole the car. Aber echt? Values. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. Ja, das hätte ich schon wirklich machen können, okay. Lenken, rückwärts ist S, Hupen, wir haben einen Turbo. Wir haben einen Turbo. Cool. Ich kann sogar blinken, muss ich mich jetzt an die Verkehrsordnung halten, oder was? Ich habe ein Leuchtsignal, das lag auch zufällig im Auto. Yeah. Oh fuck. Alles cool, Mann. Ich fahr ganz normal. Okay, die Sicht jetzt irgendwie ändern. Ich hab's nicht ganz aufgepasst. Kann die Sicht ändern? Alter. Die Stange ist ja nicht hinsetzt von Gut und Böse. Ich kann auch reden. So, Zach, about those bonus features in DVDs Alter, nowadays. wie komme ich denn hier raus? You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual Ist gut quality is dafür, pretty oder? bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. Da kann ich So many raus. new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. fahren. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. Alter, was There labert weren't der that für many to Müllrad? choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover Man taglines. sieht, ich bin ein Hey, professioneller remember? Fahrer. Attack of the Killer Tomatoes, filmed in 1978. Hey, das ist ein guter Film. Produced, directed, written, and edited by John DeBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. Alter, ich It hätte had so einen many Tank. sequels, and the original was re-released in 95. The 87-minute long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes.
but that was Keine around the Ahnung, time I wohin joined the fahren. bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Kauf. Ha, illegal runterladen. Alter, wie weit weg vom Schuss ist denn das Hotel? Ich glaube, ich fahre auch total den Schrott zusammen. Also Kinders, wenn ihr eine Wendung machen wollt auf der offenen Straße, macht das bitte genau so. Und so macht man das heutzutage. Der Part ist auch länger, ich fahre jetzt bis zum Hotel noch. Oder bis zum, glaube ich, hin muss. Oder mache ich den Part länger? Halt jetzt einfach an. Weil ich glaube, ne? Ja. Und sage, wir sehen uns im nächsten Part. Im nächsten Part gehen wir dann zu Chuck Norris, George, unser Freund, den Walker Texas Ranger. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. In diesem Sinne, haut raus. Ciao.